Hallo meine Lieben, kennt ihr das auch? Ihr habt ein ganzes Arsenal an Stanzen und Stempeln in euren Schränken und naja, ihr könnt die effektiv nur vor der Weihnachtszeit verwenden. Und deshalb dachte ich mir, naja, wir könnten ja so eine kleine Weihnachtskarten-Challenge machen. Das heißt, ich werde in den nächsten 24 Tagen an jeweils einem Tag mit einem Stanzen- oder Stempelset, respektive an den Adventstagen werden das sogar 2 sein, werde ich euch vorstellen und wir werden damit Karten basteln und vielleicht ist da die eine oder andere Idee dabei, die ihr gerne nachbasteln möchtet. Heute machen wir einerseits hier dieses Mädchen und mit dem hier machen wir Mini-Cards. Und wie wir das machen, das zeige ich euch gleich. Bevor wir jetzt mit dem Stempeln starten, brauchen wir eine Kartenbasis. Und zwar habe ich die hier schon vorgeschnitten. Das ist ein Cardstock, der ist 200 Gramm. Das ist eine wunderbare Dicke, um Basiskarten zu erstellen. Ich habe den geschnitten 29,6 cm x 10,5 cm und habe den dann gefalzt bei 14,8 cm und so habt ihr wunderbar eine Karte, die ihr nach oben aufklappen könnt. Und das habe ich zweimal gemacht. Des Weiteren brauchen wir ein Stück, das ist 10,5 cm x 14,8 cm, also so groß wie die Karte. Und wir brauchen hier noch, das muss ich noch kurz schneiden, wir brauchen ein Stück, das ebenfalls 10,5 cm ist und dann 8 cm. Also hier 10,5 cm anlegen und dann bei 8 cm nochmal schneiden. Was wir mit dem Stück hier, das brauchen wir erstmal nicht, aber dieses Stück hier, auf dem werden wir jetzt ein Embossing-Muster aufbringen und das machen wir mit der Big Shot. Für dieses Embossing-Muster brauchen wir die Schneideplatte einerseits, dann natürlich eine Basisplatte, dann den weißen Cardstock drauflegen. Ich habe hier eine magnetische Platte, das geht ein bisschen einfacher. Und dann will ich möglichst weit oben von diesem Swirl-Muster haben. So, ich muss das zuerst kurz ausrichten und dann drauflegen, weil diese Magnetplatte hat es in sich. So, zweite Platte drauf und einmal durchkulpern. Dann haben wir hier wunderbar so ein Swirl-Muster drauf. Big Shot kann wieder weg. Was wir dann machen, ist, wir nehmen dieses Stück und werden das so ein bisschen blenden. Ihr seht hier das Muster, das geht dann unter die andere Karte drunter, ein Teil davon. Das heißt, ich will hier möglichst den oberen Bereich und ich möchte so ein bisschen auslaufen lassen. Ich habe hier eine rote Pigmentfarbe und ein Blending Tool und damit fange ich jetzt einfach an, diese Karte zu blenden. Ich würde sagen, das reicht für mich dann auch schon. Das heißt, das Blending Tool und der Stempel kann wieder weg. Dann kann dieses Stück kurz beiseite und wir nehmen das große Stück, was wir bei 14,8 x 10,5 geschnitten hatten. Und das zeichnen wir jetzt kurz an. Weil das Prinzip ist so, ich will das
hier unten bis zu einem geraden Stück hervorkommt, das kommt dahinter und hier wird dann nur, wir werden hier Fussy Cutting machen, von dem her zeichne ich von unten nach oben das an bei 10 cm. Ich gehe hier Geodreieck, ne? Unten die Linie 10 cm gerade drauf und zeichne mir das hier oben ganz fein an. Das können wir nachher wieder ausradieren. Was ich jetzt mache, ich stempe jetzt das Motiv drauf. Zum Stempeln verwende ich immer ein Stamping Tool. Ich finde, das ist massiv einfacher. Nehmen wir hier den Stempel und dann will ich hier das Teil mit dem Bann, dann immer noch hier diesen Schal. Ich brauche dann noch Winter und unten and a Cozy New Year. Was ich jetzt machen will, ich möchte, dass sie hier genau auf der Linie zu liegen kommt und so ein bisschen nach rechts. Deshalb haben wir auch die Linie eingezeichnet. Das ist das erste, was ich jetzt stemple. Und da wir das nachher einfärben werden, brauchen wir dazu die Memento. Das Memento-Stempelkissen. Das heißt, ich gehe hier hin, nehme den Stempel auf und mache hier auf den Stempel von dieser Farbe drauf. Wunderbar, genau das wollte ich. Und ich putze meine Stempel immer mit Baby Wipe Tüchern. Geht wunderbar. Dann als nächstes wollen wir passgenau diesen Schal hier drauf bringen. Der kommt genau unter ihre Nase. Auch wieder von dieser Memento-Farbe. Natürlich auch hier den Stempel wieder putzen. Upsi. Was wir dann auch haben wollen, ist hier unten dran, möglichst gerade, Happy Winter und A Cozy New Year. Da ich das nicht einfärben werde, verwende ich hier ganz einfach mein StazOn Stempelkissen. So, jetzt. Was wir jetzt machen, wir wollen die hier so ein bisschen Fussy Cutting machen, damit das dann vom Hintergrund hervortritt. Und da können wir ganz einfach das kurz so hinlegen. Nee, doch so. Sorry. Ich gucke hier, da hat es ja so einen Faden drin. Und da gucke ich einfach, dass der Haar genau auf der Linie liegt, wo ich das eingezeichnet habe. Und dann gehe ich mit dem Schneidemesser natürlich nicht über den Stempel drüber, sondern nur bis knapp dran. Und da, wo ihr diesen Hügel hier habt, da sitzt drunter auch die Schneideklinge, von dem her könnt ihr euch da ein bisschen dran orientieren. Dann mache ich das kurz auf, schiebe die Schneideklinge hoch und gehe von oben auch möglichst knapp an das Bild dran.
Und jetzt können wir Fussy Cutting machen. Schneide das hier kurz grob weg, damit es dann einfacher geht zum Schneiden. Und denkt dran, wenn ihr Fussy Cutting macht, ne, es geht immer einfacher, wenn ihr, ich gehe nur ganz kurz ein bisschen knapper ran an das Bild. So, wenn ihr Fussy Cutting macht, es geht immer einfach, wenn ihr das Bild dreht, also das Element dreht, das ihr ausschneiden wollt und nicht die Schere. Das heißt, ich halte die Schere eigentlich immer gerade und bewege hier nur das Bild. Und das geht wirklich viel einfacher, um hier ein Bild auszuschneiden. So, haben wir das ausgeschnitten und jetzt können wir noch, sehen wir über ihrem Gesicht, sehen wir noch ein bisschen von dieser Linie. Das radieren wir hier kurz aus. So, wunderbar. Und jetzt geht es ans Färben. Und zwar habe ich hier ein ganzes Arsenal. Für den Schal habe ich 3 Rotfaden, weil ich will blenden. Das ist der R22, der R35 und der R46. Für das Gesicht verwende ich den E50er und den E53er. Und für die Haare den E71 und um die Bäckchen noch ein bisschen rosa zu machen, den R11. Ich schreibe das euch unten auch in die Links rein und das mache ich jetzt. Ich habe gerade gemerkt, ich brauche noch ein dunkles Braun, das ist die E77, um hier auch noch ein bisschen Schattierung zu machen. So, und jetzt geht es eigentlich schon ans Zusammenkleben. Das heißt, ich nehme hier das Stück, wo ich geblendet habe. Ich nehme mir die Karte. Dann werde ich das einerseits unten anbringen mit einem Flüssigkleber und oben werde ich Dimensionals drauf machen und dann werde ich das Ganze noch mit ein paar Schneeflocken verzieren. Das heißt, ich gebe jetzt hier auf dem oberen Teil Dimensionals drauf. Dann klebe ich zuerst dieses Teil hier drauf. Immer gucken, wo die Karte aufgeht, ne? Damit ihr das am richtigen Ort anbringt. Das jetzt bündig auf den oberen Rand kleben.
drehe ich das kurz um das fest zu machen. Wenn die Karte durch das Embossing ein bisschen größer geworden ist, ist es auch kein Thema. Das könnt ihr einfach ganz kurz wieder zurückschneiden. So, dann gehen wir hin und lösen diese Abdeckung. Und machen unten auch Kleber drauf. Jetzt richte ich das von unten auf die Karte aus, sodass es unten schön abschließt und gerade hochgeht. Ich drehe das kurz um es da unten festzudrücken. Und dann noch die Dimensions anzukleben. Dann gehen wir hin und bringen da noch so ein paar Schneeflocken drauf. Und zwar mache ich das mit so Klebepunkten. Die sind wunderbar, um kleine Sachen aufzukleben. So, und schon ist unsere erste Karte fertig. Für die zweite Karte nehmen wir auch wieder diese A6-Karte, wo ich euch schon gezeigt habe, wie ihr die schneiden könnt. Und wir brauchen natürlich auch das Stempelset. Und da machen wir zuerst jetzt die Mattung für die Karte. Da habe ich ein Stück, das ist 14,3 mal 10 cm. Ich mache immer die Mattung 0,5 cm kleiner, als ich die Karte habe. Und was wir mit dieser Karte machen, wir prägen die mit diesem großen Sternemuster. Dazu brauchen wir jetzt die Prägeplatte, eine Acrylplatte. Dann geben wir dieses Papier hier in den Folder rein, möglichst mittig, klappen den zu, legen es drauf, zweite Platte drauf und dann kurbeln wir kommt das hier auf die Karte, aber bevor ich das mache, möchte ich hier noch ein Stück Bakersjarn drumherum wickeln. Und damit mir das nachher nicht verrutscht, werde ich das hinten so ein kleines bisschen fixieren. Und zwar ganz einfach mit einem Kleber. Und jetzt klebe ich diese
Karte auf die Basiskarte drauf. Das Schöne beim Flüssigkleber ist ja immer, ihr könnt da noch ein bisschen ruckeln. Was wir als nächstes brauchen, ist ein kleines Stück Papier, was wir dann hier in die Mitte drauf bringen. Das schneiden wir auf 6,5 und dann in der Länge auf 10 cm. Und darauf stempeln wir jetzt das Gesicht einerseits und dann werden wir die Mütze und den Schal werden wir dann auf ein separates Stück Papier drauf stempeln, weil das werden wir dann mit diesen kleinen Stanzen, die mitgeliefert wurden, mit diesem Stempelset werden wir die dann ausschneiden. Damit ich jetzt aber weiß, wo das Ganze zu liegen kommen soll, werde ich hier die Mütze und den Schal auch mit drauflegen. Da ich sie ausfärben werde, werde ich hier auch wieder das Memento-Stempelkissen verwenden. Und was ich gleich auch mache, ist auf einfach so ein Reststück, was ihr habt, stemple ich die Mütze drauf und den Schal. Was ich noch vergessen habe, sie kriegt auch noch eine Brille. Die platziere ich jetzt einfach, dass sie mittig über der Nase liegt und die Augen verdeckt. Jetzt habe ich zu diesem Stempelset dazu, gab es wunderbar auch Stanzen. Und ich mache das jeweils so, damit mir das in der Big Shop nicht verrutscht, nämlich so ein Klebeband, ihr könnt Post-it nehmen, was auch immer. Versucht das hier möglichst mittig drauf zu kriegen. Klebt es fest. Dann brauchen wir nochmal die Big Shot. Die Mütze habe ich mir abgeschnitten. Das heißt, die mache ich kurz nochmal. Immer so eine Sache, wenn man mit der Kamera arbeitet, ne? Will man ja nicht direkt mit dem Haupt ins Bild rein, aber jetzt habe ich das wunderbar geschafft, das auszuschneiden. Jetzt können wir wieder diese Karte nehmen und schlussendlich wird es dann hier drauf geklebt und hier drauf geklebt mit Dimensionals. Aber bevor wir das machen, wollen wir das Ganze noch einfärben. Und dazu verwende ich wieder die Copic-Marker. So, und wenn ihr mit dem Ausfärben fertig seid, bringen wir die dann hier noch mit Dimensionals drauf.
und jetzt will ich hier noch einen Spruch draufstempeln. Und zwar ist das hier Sending Warm and Cozy Hugs. Das mache ich mit der STAZON, weil den Stempel werde ich ja nicht einfärben. Und ich finde halt einfach, das STAZON gibt so ein bisschen ein besseres Ergebnis. Gerade so mit filigranen Sachen. Aber das ist Geschmackssache. So, und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch auf die Karte aufbringen. Ich werde auch für das hier, werde ich mal gucken. Nee, ich mache es anders. Ich werde hier nicht Dimensionless, weil es ist doch ein relativ großes Stück, sondern ich werde mir ein paar Scrap Papers zurechtschneiden. Das heißt hinten dran einfach 2 Lagen Papier. So, ich habe mir jetzt hier 2 Stücke auf 6 x 9 cm zugeschnitten und die klebe ich jetzt kurz aufeinander. So, und bevor ihr das natürlich auf die Karte klebt, müsst ihr gucken, dass das Bakers Yarn, dass ihr das drüber legt. Nicht, dass ihr die Karte festklebt und dann wisst ihr nicht mehr, was ihr mit diesem Bakers Yarn dann anfangen sollt, ne? So, dann machen wir hier noch eine Schlaufe. Und dann werde ich hier auch noch ein paar von diesen Schneeflocken, die wir auf der ersten Karte hatten, werde ich auch hier noch aufbringen. Und fertig ist auch schon die zweite Karte. So, und jetzt hatte ich euch ja noch versprochen, dass wir 2 kleine Kärtchen machen mit diesem Stempelset. Dazu die Kartenbasis auch wieder mit diesem 200er Papier. Die habe ich geschnitten auf 16 x 8 cm und dann gefalzt bei 8 cm. So habt ihr so 2 kleine Kärtchen. Und die Auflagekarte oder die Mattung, die wir machen, da nehmen wir rotes Papier und die schneiden wir auf 7,5 x 7,5 cm. Und die beiden werden wir jetzt noch mit 2
Prägeschablonen prägen, einerseits mit Schneeflocken und andererseits mit etwas größeren Schneeflocken. Die können wir jetzt hier auch schon auf die Kärtchen draufkleben. Und dann haben wir wunderbar schon unsere Basis. Jetzt geht es noch ans Stempeln. Und hier aus diesem Set möchte ich gerne diesen hier, diesen Spruch, diesen kleinen hier und diesen Spruch nehmen. Die beiden habe ich mir, oder die 4 Elemente habe ich mir jetzt auf je ein Stück Scrap Paper genommen. Das ist auch dieses 200er Papier. Und stempeln werde ich das Ganze auch mit der Memento Stempelfarbe, weil ich will diese beiden hier will ich nachher ausfärben. Diese beiden hier, die stemple ich mit der STAZON Stempeltinte, weil die will ich ja nachher nicht ausfärben. Was ich mit diesen beiden mache, ist, ich stanze die hier so mit einem kleinen Framelit aus. Und hier muss ich dann Fussy Cutting machen, aber da werden wir vorher kurz das noch anfärben. So, das sind die beiden Sprüche, die ich verwenden werde. Und jetzt geht es darum, hier diesen Hirsch auszufärben. Was ich dafür für Copics verwende, das werde ich euch dann unten in die Links reinschreiben. Was natürlich nicht fehlen darf, sind kleine Pünktchen mit einem Jelly Pen. Macht das Ganze dann auch noch so ein bisschen süßer. So,
Und da müssen wir jetzt, da ich dazu keine Stanzen habe, müssen wir Fussy Cutting machen. So, dann haben wir das schon. Somit haben wir eigentlich schon alle Teile beisammen. Jetzt geht es nur noch ums Zusammenkleben. Ich werde effektiv die Sprüche werde ich mit Flüssigkleber direkt auf die Karte kleben und dann den Rudolf, den werde ich mit Dimensionals auf die Karte bringen. So, und ich würde sagen, weil wir das vorhin schon so schön gemacht haben, geben wir dem je auch noch so eine kleine Schneeflocke. So. Und fertig sind auch schon die beiden